Hallo und ganz herzlich willkommen zurück, ja, zu einer weiteren Folge von Noire. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es uns jetzt in der, ja, Mordkommission ergehen wird. Jetzt sind wir ja sozusagen in der ersten Liga. Und ja, wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr natürlich wie immer direkt nach meinem Intro. Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. So, weiter geht's. Mordkommission, genau. So, ich hatte letztens Probleme mit der Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein Stück weiter gekommen bin. Ich hatte ja bei der Noire-Aufnahme nur ein paar Minuten gehabt. Ah ja, okay, beim Tatort sind wir. Also haben wir nicht viel verpasst, denn das hatten wir ja in der letzten Folge schon, dass wir den Fall angenommen haben. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Jeder Hinweis könnte wichtig sein. Oh, da hinten haben wir schon was. Sehr verdächtig. Eine Bank. Oh. Aha. Was haben wir denn da? Okay. Naja. Wir haben es uns angesehen, ne? Ach, man kann hier durchgehen. Okay. So. Your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Okay, dann gucken wir uns mal um. Hier haben wir schon mal nix. Hier ist irgendwas. Ach, da unten. This doesn't pertain to the case. Schade. Das vielleicht? Gucken wir mal. I don't think this is going to help us. Ach ja. Okay. Hier ist nix, wie es aussieht. Oh, hier ist aber was. Moment. Moment, hier war doch gerade was. Na. Doesn't look like anything. Okay, naja. Versuch war es wert, ne? Aber hier ist was. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Ah, so war das. Der muss dahin. Na, halt. Wie komme ich denn nach ganz unten? Oder muss alles nach dahin? Das kann natürlich auch sein. Ah, machen wir es halt so, ne? Ah. Ein Flammenfeuerzeug. Why steal a table lighter? Tja, wer es braucht. Wer es braucht. So. Okay, hier haben wir schon mal eine Bürste, ne? Sieht jetzt aber... The victim's bag? Fast alles noch drin, ne? Wie es aussieht.
Looks brand new. Can't be the one used on the body. Okay. Sonst haben wir hier, glaube ich, zumindest mal die Umgebung soweit abgesichert. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Okay. Naja, gut, hätten wir die mal, ne? So. Dann würde ich mal sagen... Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Achso, das war's schon. Okay. Naja, zumindest sieht die ziemlich tot aus. Death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Nach der Autopsie weiß er mehr. Gucken wir mal, ob er danach mehr weiß. Okay. Da waren wir schon. Ah, da war doch gerade was. Nein. What about this So. on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Naja, wer macht denn sowas, ne? Da hatten wir schon. Hier haben wir noch nicht. Oh. Ja. Interesting. Ich glaube, dann sind wir hier durch, ne? What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the bomba? A man could die of thirst in a case like this. Der will in die Bar. Okay. Dann sollten wir das mal als Ziel angeben, ne? Bamba Club. So. Dann fahren wir zum Bamba Club, wenn der Kollege Durst hat, ne? Wir wollen ja nicht, dass er verdurstet, der gute Mann. So. Na, wenigstens ist unser Auto auch wieder neu. Das, ja. Achso, das konntet ihr ja gar nicht sehen. Ich habe bei der ja eigentlich Aufnahme, wo ich dachte, er nimmt auf, habe ich gedacht, habe ich ihn etwas leicht lediert. Also wirklich nur etwas leicht. Ja, ich hab's halt drauf, nicht, ne? So, wo müssen wir hin? Wait for the next turning and go right. Okay, also, ups. Da kommt einer. Bloß nicht schon wieder einen Unfall bauen. Keep on straight. Die sind so langsam so. Keep on going. Okay. Don't turn here. The werewolf? Remind me? Was machst du da? Rule it out. We need to work the evidence. Turn left at this one here. Ach, verdammt. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang Wo ist denn der? on the wall. Da ist der. Caller of the decade. Been working evidence in BD. Ich hab Vorfahrt, ich bin Polizei. Straight on. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, odd shot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note in the corpse? KGPS
Clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Finish it. The guy opens his mouth again after 6 months of shit. Nee, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Unser Partner hat das. Rip off the ammo and get himself a freebie. Go right through here. Okay, das wollte ich wissen. Well, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them. Upsi, das war knapp. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, Ja, another country, who knows? hoppala. I understand you want to turn this Da into a ging's ja nicht weiter, ne? It doesn't work like that, right? A case will come and find you. Ja, ja. Make it something it ain't. Understand? It's left at the next intersection. So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? I need you to take a left at the next corner. Die nächste links, jawohl. You're making a right at the next intersection. Die nächste Kreuzung. Die kommt da vorne. So. Stay on this road. Auf der Straße bleibt man natürlich dann auch, ne? Keep on going. Going straight, here. Okay, so go left at the next one. Darf ich hier abbiegen? Ey, Rowdy. Stay on this road. Ah, das sind wir ja schon. Bamba Club. Da werden wir. Naja, sieht einladend aus. Oder auch nicht. I think he's a bit of a gangster. He treats me nice. Na dann, würde ich sagen, gehen wir rein. A waitress. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss it. Is there anything else? Quiet away, Phelps. I'll stay Okay. here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Sam has taken. Okay, der will einen Whisky. Naja, gut. Warum dürfen wir eigentlich keinen holen? Trinken. You ought to meet Joe's buddy. So, was hat er gesagt? Eine Lotusblüte. Tag, die Herren, die Damen. He drove me up to Mojave. and did some- You going to pay for that? Oh, ich würde mal sagen, der da hinten dürfte das sein. The house, officer. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Okay, dann fangen wir mal oben an, ne? Bis jetzt macht er noch einen ruhigen, gelassenen Eindruck. Gucken wir mal. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Ist die Frage. Eigentlich würde ich ja die Intuition einsetzen, aber ich würde mal sagen, Wahrheit. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Klar, warum nicht?
Refill my coffee next time, honey. Ha, supi. I think this could be a great help, sir. Thank you. Ja, ich denke auch, dass uns das weiterhilft. Oh, das war sogar mal richtig ausnahmsweise. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Okay, ich denke mal. Wahrheit? Was it valuable? Could it be motive for her murder? Who could say these days? I think it had more sentimental than monetary value. Na, war natürlich mal wieder falsch, ne? You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Das ist jetzt wieder schwierig, ne? Aber jetzt werde ich mal die Institution einsetzen. Eine Antwort entfernen. Anzweifeln oder Lüge. Machen wir mal die 2. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Yay, das war richtig, sehr schön. 2 von 3, Do you naja. have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Sehr schön. Das hätten wir auch erledigt. So, wo ist mein Partner hier? Die Herren, die Damen, schönen Abend euch. Okay, so, Kollege, wie sieht's bei dir Let's aus? get out of here. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Ja, das glaube ich. Und nicht nur dein Hocker, denke ich mal. Könnten wir nicht vielleicht anrufen? Mal gucken, ob wir mit der reden können. Ja. Okay. Was haben wir denn da Schönes? Ich wollte auch eigentlich mit der Dame reden. A waitress. Can I have another spoon? Ah, hier ist das Telefon. Wir haben doch dieses Nummernschild. Message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks. Ah ja, okay, gut. So, dann gehen wir mal raus hier. Bit of a gangster. He treats me nice. Ah, das ist jetzt schon drin, sehr gut. Ja, ach so, ja, besser, wenn wir fahren, ne? So, apropos, wir müssen ja Wohnsitz, genau. Machen wir das mal. So, jetzt müssten wir auch gleich den Halter erfahren. Okay, at the next corner, hang a right. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps.
No, you picked the wrong job with a healthy thirst to avenge your Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. So. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there. Ups, Entschuldigung. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. You don't need to turn here. Oh, verdammt. Tactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. So, ich werde jetzt aber trotzdem mal die Folge beenden. Ich sage nämlich vielen lieben Dank mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ja, ich verabschiede mich damit. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Euer OssiGamer86 oder auch Markus. Tschüss und bis bald.